Hallo und herzlich willkommen zu unserer Session Smart Retail, die digitale Zukunft des Handels. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ariane Fuchs und ich freue mich, dass mein Kollege Alexander de Poel, IoT Sales Expert für Retail, heute über die Herausforderungen des Handels und über die Möglichkeiten der Digitalisierung in diesem Kontext sprechen wird. Ein sehr spannendes Thema, denn kaum eine Branche ist aktuell so stark von Veränderungen betroffen wie der Handel. Alexander, ich übergebe an dich. Vielen Dank, Ariane. Ja, der Handel im Wandel. Wir alle haben das in den letzten Monaten wirklich schmerzlich auch gemerkt, wie sich der Handel unter äußeren Einflüssen verändert hat. Es sind eben nicht mehr die klassischen Wettbewerber auf dem Markt, die wirklich in Konkurrenz stehen, sondern es sind neue Mitspieler, die digital und damit extrem flexibel unterwegs sind. Daher muss das persönliche Einkaufserlebnis im Vergleich zum Onlinehandel deutlich stärker berücksichtigt werden. Allerdings sind die Erfahrungen und die Gewohnheiten, die wir aus dem Onlinehandel kennen, schon fast zur Normalität geworden. Hohe Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten und umfassende Informationen zu Produkten. Diesen Anspruch kann der stationäre Handel ein Stück weit nur mit entsprechendem technischen Aufwand realisieren. Und man kann aktuell sehen, dass Unternehmen, die sich frühzeitig mit Digitalisierung beschäftigt haben, besser auf schnelle Veränderungen eingestellt sind. Und nicht zuletzt das Thema Nachhaltigkeit wird aus Sicht von Kunden und Gesellschaft immer wichtiger. Das Thema Digitalisierung ist nicht nur ein Hype, der von der Industrie gepusht wird, um neue Geschäftsbereiche zu erschließen, sondern unabhängige Studien zeigen auch, wie der Handel selbst auf das Thema Digitalisierung schaut. Mit dem Aufbau einer Digitalisierungsstrategie wird schnell deutlich, wie viele Bereiche im Unternehmen wirklich betroffen sind, wie viele einzelne Lösungsansätze es heute eventuell schon in Ihrem Unternehmen gibt und wie viele Schnittstellen man berücksichtigen muss, um eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und umzusetzen. Unterschiedliche Bausteine zu koordinieren ist neben unseren klassischen Themen der Telekom, Konnektivität, Security und Cloud ein extrem wichtiger Bestandteil, um den Überblick bei der Umsetzung Ihrer Strategie zu behalten. Lösungen aus einer Hand bedeuten schnellere Reaktionen, klare Verantwortlichkeiten und hohe Agilität. Und wir bieten Beratung und Planung zur Integration von vorhandenen Lösungsbausteinen. Und das hilft Ihnen, getätigte Investitionen zu sichern und weiter zu nutzen. Auch bei der Telekom steht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus und das bedeutet für uns nicht, dass alles neu entwickelt und realisiert wird, sondern dass vorhandene Lösungsbausteine bewertet werden und wenn möglich weiter zu nutzen. Beratung ist daher eine wichtige Grundlage, um die notwendigen Bausteine zu definieren, zu kombinieren und eine ganzheitliche Digitalisierungsstrategie zu entwickeln. Und dabei wird natürlich nicht alles von der Telekom selbst entwickelt, sondern wir bedienen uns einem extrem großen Partnernetzwerk, aus dem wir unabhängig die für Sie passenden Lösungsbausteine auswählen können. Wir haben eine Vielzahl von Ansatzpunkten, mit denen wir Ihnen helfen können, den Weg in die digitale Zukunft zu gehen. Viele dieser Anwendungen setzen natürlich auf entsprechende Konnektivität und greifen in viele Bereiche Ihres Unternehmens ein. Aus unserer Sicht ist die Digitalisierung im Handel nicht nur auf die Filiale begrenzt, sondern man findet viele mögliche Anwendungsbeispiele im gesamten Unternehmen. Also neben der Filiale auch in der Logistikkette und in der Zentrale. Wenn man von der Digitalisierung im Handel spricht, denken die meisten zuerst an Sensoren in der Filiale, die Zustände und Daten erfassen. Und natürlich gibt es viele Use Cases, die mithilfe von Digitalisierung das Managen der Filiale als digitalen Zwilling erleichtern und damit auch dem Kunden ein besseres Einkaufsgefühl vermitteln. Mitarbeiter haben einen schnelleren Überblick über den Zustand kritischer Situationen und können proaktiv handeln. Und dabei müssen nicht immer nur Sensoren neu verbaut werden, sondern wir nutzen auch Daten von vorhandenen Systemen.
Egal wie viele Bausteine Sie wirklich benötigen, wir planen, beraten und realisieren individuell und schaffen damit für Sie echte Mehrwerte. Wenn wir von einem digitalen Zwilling sprechen, dann meinen wir nicht nur den Zwilling in Form von Sensordaten, sondern auch zum Beispiel einen echten virtuellen Zwilling in 3D, der helfen kann, neue Geschäftsmodelle zu realisieren. Zum Beispiel können Zweitplatzierungen dem Lieferanten virtuell gezeigt und zu unterschiedlichen Konditionen angeboten werden. Kunden können mittels App im Markt zu gewünschten Bereichen navigieren. Der digitale Zwilling ist bereits Realität und zeigt darüber hinaus Kundenlaufwege, Hotspots im Markt oder auch sogenannte kalte Zonen auf der Filialfläche. Und damit kommt man natürlich schnell auch auf die Frage, wie stelle ich denn überhaupt fest, dass die Ware auch an der geplanten Platzierung ist. Mit unterschiedlichsten Tracking-Lösungen kann die Ware in der Logistikkette vom Lieferanten bis in die Filiale begleitet werden, inklusive der Betrachtung von Zustand und Beschaffenheit, wenn es sich um Güter handelt, die besondere Anforderungen haben, zum Beispiel an Transport oder Lagerung. Und wenn die Zweitplatzierung definiert wurde und die Lagerware noch nicht auf der Fläche steht, auch da sind Sie in der Lage, dies zu erkennen und mittels einem Dashboard sich anzeigen zu lassen. Auch das ist ein Use Case, der bereits realisiert wurde. Wenn man weiß, wo welche Ware in welchem Zustand ist, welche kritischen Situationen behoben werden müssen, ist die nächste Herausforderung des stationären Handels, dass die Analysemöglichkeiten, die wir heute aus dem gesamten Online-Bereich natürlich kennen, auch auf die Fläche zu übertragen. Damit kann der Kunde in Ihren Filialen dann auch eventuell individuell angesprochen werden. Das ganze Thema Indoor Analytics hat viele Ebenen und Ansatzpunkte, um die Möglichkeiten der Online-Welt in die Filiale zu bringen. Mithilfe von Trendanalysen in Social-Media-Plattformen und Online-Suchanfragen können Sie frühzeitig Trends erkennen, die sich gerade entwickeln. Sie können Ihr Warenangebot darauf anpassen, Sie können zielgruppengenaue Marketingmaßnahmen umsetzen und das Ergebnis direkt auch im Markt messen. Und das ist möglich, abhängig von zum Beispiel regionalen Unterschieden Ihrer Filialen, von Zielgruppen, Altersstufen oder weiteren Kriterien. Das bedeutet tatsächlich Datenanalyse, Trendentwicklung, zielgerichtetes Marketing, das alles, was es im Online-Bereich schon lang gelebte Praxis ist. Diese Möglichkeiten ist mit der Trendanalyse nun auch für den Offline-Bereich nutzbar. Und in Kombination mit Kunden-WLAN, Kunden-App, Digital Signage sind direkte Kundenansprache im Markt möglich. Piloten haben gezeigt, dass in der Kombination dieser Bausteine bis zu 67% mehr E-Mail-Adressen von Kunden registriert wurden. Die Verweildauer hat sich um 7% erhöht und der Umsatz ist um 4% gestiegen. Das ist ein klares Ergebnis einer individuellen Digitalisierungsstrategie, die natürlich extreme Flexibilität in der Filiale erfordert. Um diese Flexibilität in der Filiale zu schaffen und kurzfristig Änderungen bei der Produktauszeichnung zu realisieren, hilft die digitale Produktauszeichnung. Neben individuellen und dynamischen Preisanpassungen ist die Kombination weiterer Anwendungen ein echter Mehrwert für den Kunden. Zutaten oder Allergieinformationen oder ein Herkunftsnachweis sind nur einige Informationen, die den Kunden interessieren werden. Darüber hinaus ermöglicht eine solche Infrastruktur durch NFC-Kombination mit dem Smartphone des Kunden weitere digitale Anwendungen. Als Link in den eigenen Online-Shop, zum Navigieren zu gewünschten Produkten oder die Umsetzung von Self-Scanning-Lösungen mit anschließender Bezahlfunktion in der App. Dies waren jetzt wirklich nur ein paar Beispiele, die wir aus unserem Gesamtportfolio Ihnen mal darstellen wollten. Und man sieht, wie vielschichtig Digitalisierung im Handel sein kann und wie wichtig eine ganzheitliche Betrachtung einer Digitalisierungsstrategie ist. Und so individuell jede einzelne Strategie ist, so individuell gehen wir mit unseren Möglichkeiten darauf ein. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Denn zum Schluss möchte ich Ihnen auch noch eine gute Nachricht mitgeben. Es gibt jede Menge Fördermittel,
die man bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten nutzen kann. Einen Überblick schafft dabei unsere App und wir helfen natürlich auch gerne in der Planungsphase, diese zu berücksichtigen. Denn hier den Überblick zu behalten, ist genauso wichtig wie die richtige Digitalisierungsstrategie für die Zukunft Ihres Unternehmens. Ja, herzlichen Dank, Alexander, für diese wirklich spannenden Einblicke in das Thema. Vielen Dank auch für dein Key Takeaway, dass Digitalisierung von unfassbarer Wichtigkeit für die Zukunftsfähigkeit im Handel ist. Wenn Sie Fragen oder Interesse an den vorgestellten Use Cases haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Wir freuen uns, Sie auch bei unseren zukünftigen Sessions begrüßen zu dürfen und sagen bis dahin, bis bald!